wenn ich ein Buch schreibe. Das ist natürlich noch viel interessanter. Ne? Das waren Tuning-Tipps. 1000 Lobreden. Das ist jetzt wirklich günstig, dann kauft das keiner. Alle wollen wissen, ob es auch so ist. Ne? Ja, 1000 Verrisse. Total Spaß hier, Autos dissen. Das bringt. Das wird ein Bestseller. So, guten Morgen, liebe Kinder. Heute machen wir wieder einen schönen Käferausflug. Es geht nach Holland zur Air Mighty Show. Eine Show, die macht der nette Nils Timmermans vom Air Mighty Magazin. Das macht er zum ersten Mal in Enschede. Wir sind alle ziemlich gierig, denn es gab jetzt seit 2 Jahren im Grunde genommen keine Shows mehr, keine Teilemärkte mehr. Ich freue mich wie Bolle. Und damit wir da auch zügig auf dem Markt erscheinen und beim Teilemarkt auch tolle Teile für den Samba abgreifen, müssen wir erstens früh los und zweitens ein relativ schnelles Auto haben. Wir nehmen also heute das schnellste Pferd im Stall, wobei schnell ist natürlich sehr, sehr relativ. Und das ist ein 67er 1500er, einer der ersten 67er, die gebaut wurden, also vom September 1966, Modelljahr 67. Und das ist so ein Auto, wie ich mir das immer als Kind gewünscht habe. So Anfang der 70er Jahre, da habe ich ja schon immer geguckt, was sind so die Käfermodelle, die verschiedenen, die es gab. Und ich wollte natürlich einen alten haben, also das war gesetzt mit den großen alten Scheinwerfern drauf. Und gleichzeitig aber natürlich auch ein möglichst toll motorisiertes Auto. Und da war dieser Schriftzug hier natürlich für uns Kinder das Maß der Dinge. Es gab ja den Schriftzug 1200, es gab natürlich viele 1300er und 1303 und 1302 und so weiter. Aber 1500 war in der kindlichen Vorstellung natürlich das stärkste Modell, was natürlich Quatsch war. Ein 1303S ist stärker als ein 1500er Käfer, aber das war mir als kleinen Jungen natürlich so nicht klar. Deswegen ein 1500er musste es sein und wir sehen diese tolle, alte, klassische Front mit den alten Scheinwerfern, mit den Bügelstoßstangen, die dem 67er ganz gut stehen, im Gegensatz zum Ovalen, da sieht es albern aus, aber hier auf dem Auto mit dieser tollen, hellen Farbe, mit diesem eher dezenten Beige, da macht so ein bisschen Chromschmuck schon was her. Zum Beispiel hat er schon die schmalen Zierleisten wie das spätere Modell, aber er hat noch die alten Kotflügel, die alte lange Haube, die alten Stoßstangen, hat die großen Fensterflächen und er hat im 1500er Modell das erste Mal Scheibenbremsen. Das ist nur dem 1500er Modell vorbehalten gewesen. Er hat einen damals bärenstark empfundenen 1,5 Liter Motor drin. Den haben die Leute in Deutschland allerdings nicht so gern gekauft, weil er im Verdacht stand, zu viel Sprit zu verbrauchen mit, wie viel war es, 9 Litern, 9,5 Litern. Empfand man damals als viel für einen Käfer. Was für ein Quatsch. So im Handschuhfach, da gehört ja ein Buch ganz zwingend rein, das Jetzt helfe ich mir selbst vom Dieter Kopp. Das war immer meine Bibel. Vom 17. Lebensjahr an habe ich da drin gelesen und habe mich schlau gemacht. Ich wusste vom VW, dass der Motor hinten war, mir nicht. Und der hat mir alles erklärt. Es gab ja noch kein Internet, wir hatten ja nichts. Und dann irgendwann fand ich das hier. Jetzt mache ich ihn schneller. Ja? Und das ist natürlich noch viel interessanter. Ne? Das waren Tuning-Tipps für den Familienpapa in den 60er Jahren, wie er dann sein Auto heimlich an der Ehefrau vorbei ein bisschen Dampf machen konnte. Und das Ding habe ich dann zum Anlass genommen, hier an diesem Auto dann tatsächlich ein paar von diesen Tipps umzusetzen. Es ist jetzt kein Rennwagen draus geworden, aber es macht schon Spaß. Ja, und zwar hat das Auto jetzt eine Zweivergaseranlage von Theo Decker und das ist die Komet-Anlage. Die konnte man 1967 so kaufen, wie überhaupt alle diese ganz milden Tuning-Maßnahmen, die wir an dem Auto hier gemacht haben, alle unter der Überschrift laufen, dass man es 1967 so hätte machen können, wenn man gewollt hätte. Und so haben wir also diese TDE Komet-Anlage draufgebaut und das Auto auch von 15 auf 1600 Kubik hochgerüstet. Wahnsinns mehr Leistung, die sich dann daraus ergibt. Wir haben einen alten Porsche-Verteiler drauf, wir haben eine Hochleistungszündspule, wir haben das Auto ein ganz klein bisschen
tiefer gelegt. Wir haben Felgen mit 165er Michelin-Bereifung und wir haben ein VDO Rally Dash. Es ist natürlich ein Spielzeug, aber ich finde es wunderschön. Es ist auch von 67, habe ich in Bonn auf dem Rheinauen-Flohmarkt gefunden, in der originalen Verpackung. Ich habe weder davor noch danach das jemals noch mal irgendwo gesehen. Und dieses Rally Dash ist die eine Sache und die Instrumente dafür zu finden, in 6 Volt natürlich, ne, ist besonders sportlich und fand ich, passt super rein hier in dieses Auto. Der Martin, der fand das immer gut, 67er mit stehenden Scheinwerfern, den treffen wir gleich, nehmen wir mit nach Holland. Wir haben natürlich eine etwas modifizierte Auspuffanlage drauf mit einem größeren Durchlass und mit etwas größeren Endrohren und die macht einen vulgären Sound auf diesem Auto. Es ist schon so ein bisschen peinlich, aber da das ja ein Kindheitstraum ist, darf ich das. So, und bevor mir da jetzt irgendeiner gleich blöd kommt und irgendeinen Scheiß in die Kommentare schreibt wegen dieses eisernen Kreuzes am Innenspiegel, das hat nichts mit Militarismus zu tun, das ist überhaupt nicht meine Baustelle, Freunde. Es ist eine Reminiszenz an Charles Bukowski. Ich war jetzt hier vor ein paar Wochen im August auf dem 100. Geburtstag von Charles Bukowski in Andernach und da bin ich mit dem Käfer vorgefahren und Charles Bukowski, die Eingeweihten wissen das, hatte auch einen 67er Käfer. Er hat ja in diesem wunderbaren Roman Das Liebesleben der Hyäne diesen epochalen Satz geprägt, der 67er ist das letzte gute Modell, was sie gebaut haben. Und Charles Bukowski hatte einen blauen 67er und hatte da am Innenspiegel ein eisernes Kreuz. Und das fand ich eben ganz nett, damit in Andernach vorzufahren. Und ganz wichtig, eine neongelbe Gurtbepuschelung mit schwarzen Totenköpfen drauf. Das habe ich mir gewünscht und habe ich auch zu Weihnachten gekriegt. Und jetzt gleich geht's los. Und dann wollen wir mal sehen, was die Karre hergibt. Und auf geht's nach Holland. Und kaum sind wir auf der Autobahn und fahren auch schon Vollgas. Da kommt der verdammte Jeremy Clarkson von hinten und drängelt. Da können wir so schnell fahren, wie wir wollen. Den müssen wir leider vorbeilassen. Der Motor ist inzwischen schön warm gefahren. Da war richtig viel los, also die Leute sind jetzt richtig ausgemerkt, die wollen treffen haben. Jetzt kann man dem Käfer mal ordentlich die Sporen geben. Freie Bahn, das Wetter ist super, aber wir wollen ja nicht, wie die Leute auf der Gegenfahrbahn in einen fiesen Stau geraten und Zeit verlieren. Ja, schneller. Wir fahren die A3 und dann ein Stück weiter auf die A2 weiter. Ja. Und von der A2 dann auf die 31 hoch direkt. Ja, bis Im Prinzip bis nach Elchstätte. Also ist es Zeit, sich um die Wegfindung mal etwas professioneller zu kümmern. Was könnte da hilfreicher sein als ein paar Aralkarten von 1972, die ich im Handschuhfach habe. Halt, Moment, das ist ja Hammer. 31 hier. An der Wegführung, da wird sich ja hoffentlich nicht so viel geändert haben. Wir müssen auf der A2. Ja, wir müssen hier Ende. Alter, die Karten raus. Ah. Da hätte ich mich früher mit beschäftigen sollen. Jetzt muss ich erstmal die richtige Karte finden hier. Boah, das mit meinen Augen, Junge. Ah, das macht Sinn. Das funktioniert. Alter, ey, das geht so Wahnsinn. Viel zu schade zu benutzen. Alter, das ist halt kein Eselsohr und nix. Ja. Wer sich auf die analoge Welt verlässt, der ist gut beraten und hat auch Zeit für eine Pinkelpause. So, nochmal wechseln. Und kaum ist der Kollege zum Pinkeln verschwunden, da kommen auch schon die ersten Fans und scharen sich um das Auto.
sind wir in Holland, jetzt gilt es sich zu benehmen und etwas für die Völkerverständigung zu tun. Normalerweise ist ja so, dass du einfach dem nächsten Käfer hinterher fährst, aber ich habe noch keinen gesehen. Immer den Grachten entlang, irgendwann kommst du überall an. Ah, das Ding! Oh, das Ding! Kleine Offroad-Einlage. Soll ich die Kraft wieder rausnehmen? Nee. Nee. Tragen als Deutscher in Holland. Ja. Weißt du, vor 25 Jahren, als wir mit dem T1 Rüsselbus nach Frankreich zum Super WW National gefahren sind, in Annecy-les-Francs, mitten in Frankreich drin. Da hatten wir uns auch schön verfahren und dann haben wir abends in so einem kleinen französischen Städtchen haben wir angehalten. Da war so ein älterer Herr, gepflegte Erscheinung, machen wir so das Fenster auf ihn und mit unserem Stammelfranzösisch haben wir ihn nach dem Weg gefragt und da antwortet der in geschliffenem Deutsch: Ach, wissen Sie, das haben Sie 1940 auch alleine gefunden. Guten Abend. Er ist ein Deutscher, der kennt den Weg. Weißt, wenn du über rote Fahrbahn fährst, kostet es richtig Geld. Ne? Guck mal, der erste T1. Das ist ja eigentlich total geil hier. Ja. Warum ist das so? Warum gibt es da keine Lösung für? Gibt es. Müssen wir einbauen. Jetzt stellt er ein Schild auf. Ne? Zwei 500 Meter vor der Show. All 1 or 2 days. One day is fine. Okay. Denn morgen haben wir ja schon eine andere Show. Mach das bloß gerade. Soll ich hier sagen? Ja. Berillgrün. Nee, das ist Mangogrün. Nein, Mangogrün ist der Vogel. Hat Winker. Ist ein Modelljahr 60 und deswegen ist es Mangogrün. Ein Jahr später ist es Berillgrün. Verwechseln viele. Das ist wichtiges Wissen, Jan. Ja? Was für ein geiles Wetter. Oder? Guck mal hier. Mehr geht nicht. Karren, mehr geht Mehr nicht. geht nicht. Nach 2 Jahren das erste Mal. Beim ersten Versuch. So, Hier, ich weiß nicht, wie die, muss man das ablecken oder was? Oder? Ablecken. Ja, das klebt You überhaupt wish. nicht. Dank Theo Decker und den Aralkarten sind wir zügig durchgekommen. Wir liegen gut in der Zeit und im nächsten Teil geht es dann auf zur Teilejagd auf dem Außengelände.